Tutti. Das ist mein kleiner Bruder Janis. Na? Klein. Ja, hier vielleicht. Aber mittlerweile denken viele Leute, dass er der Ältere von uns ist. Für mich wird er aber immer mein kleiner Bruder sein. So, wir haben Hunger. Ja. Hunger. Wir werden jetzt lernen, was Koreanisches zu kochen. Ja. Was denn eigentlich? Es heißt Jeokbokkeumbap. Gebratenes Schweinefleisch, aber es ist etwas schärflich. Also sowas hast du wahrscheinlich noch nie gegessen. Wahrscheinlich nicht. Und in dem Sinne haben wir hier die Zutaten. Karotten, Fleisch, Chilischote oder was auch immer das ist. Frühlingszwiebel, Zwiebel, Knoblauch. Eine Pfanne und einen Koch. Sieht aus wie ein Koch. Nett. So, dann machen wir uns mal ans Werk. Auf geht's. Wir müssen das jetzt alles erstmal die Chilischoten schneiden, Karotten schneiden, Frühlingszwiebeln schneiden. Die Zwiebel musst du schneiden. Erstens kann ich sie und zweitens weine ich dann für den Rest des Abends. Altmodisch mit der Hand wird geschält. Ich hätte einen Schäler kaufen sollen. Das gab es da bestimmt auch für 1000 Won. In Daiso? Ja, wahrscheinlich. So, die Karotten muss man schön schneiden. Da wir nicht wissen, wie es schmecken wird, muss es wenigstens gut aussehen. So wie Janis. Mit Herz und Seele muss man die Karotten schneiden. Hier rein tun einfach die fertigen. Schneide ich jetzt kurz die Zwiebel. Oh, nicht, dass wir die ganze brauchen, oder? Die Zwiebel? Ja. Doch, Zwiebel braucht man viel. Die Zwiebeln muss man auch sehr eifrig schneiden. Oh. Ich bin bei... Oh, das ist schlimm. Puh. Oh, ich bin voll am Heulen jetzt, ey. Oh. Oh. Zwiebeln schneiden, große Klasse. So, nun schneiden wir die Frühlingszwiebeln. Relativ dünner ein bisschen noch. Ich sagte zwar, dass die dünn geschnitten werden sollen, aber so dünn? Warum meinst du? Es waren noch nicht mal Zwiebeln. Frühlingszwiebeln. Das sind auch Zwiebeln anscheinend. Guck mal her. Aber weinen tust du ja nicht. Doch. Ja, das Tränen doch. Ach, oh. Genau. Ja? Ja. Die Kamera ist jetzt genau in deinem Gesicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das die scharfen sind. Ich werde es ausprobieren. Das sind die richtigen. Nein, war ein Spaß. So, und jetzt zum Fleisch. Es ist das Fleisch von den Schweinevorderfüßen. Da Janis der Meister des Fleisches ist, überlassen wir es ihm, es zu schneiden. Das Messer kommt von Daiso. Eine Daiso-Sponsorship bitte. Daisos Lebensmittelwaren sind die besten.
So, da wir mit dem Fleisch fertig sind, werden wir es jetzt sorgsam braten. Eigentlich kommt ungefähr 2 Löffel rein, aber ich mache das nach Gefühl, weil Köche machen alles nach Gefühl. Jetzt ungefähr weil das Fleisch ja schon fast gut war. Viele Leute machen das Gemüse als letztes rein, aber ich mag das, wenn das mit dem Fleisch, Fett und so sich vermischt. Und vor allem, wenn die Zwiebeln ein bisschen glasiger werden. Ich glaube, wir haben etwas zu viel gemacht. Lass es uns auf 2 Pfannen verteilen. Wir können es ja morgen nochmal essen. So, jetzt Chili Powder und Gochujang dazu tun und es gut umrühren. Dass es etwas viel scharf wird. Wie möglich. Ich hoffe, das stört dich nicht zu sehr. So, hier ist Sojasauce. Auch nach Gefühl alles. Dann noch ein bisschen das. Was auch immer. Das ist für Fleisch. Oh nein. Schmeckt's nicht zu scharf? Nö. Gefällt dir? Ja. Was hältst du von unserem gekochten? Sieht sehr lecker aus. Dann hau rein. Fleisch und Reis zusammen essen schmeckt sehr gut. Auf dem Löffel legen einfach. Mit den Stäbchen auf den Löffel legen. Ach, das neue T-Shirt. War nur alles. Ich soll es noch ein bisschen abkühlen lassen. Aber wie schmeckt's? Sehr gut. Versuch mal den Geschmack zu beschreiben, weil sowas kennt man ja in Deutschland nicht. Also das erste, was einem auffällt, ist natürlich scharf. Wahrscheinlich nicht ganz so scharf für die Asiaten. Es ist süßlicher, als man erwarten würde, obwohl es lockert dann ist vielleicht offensichtlich auch. Ja, aber wir machen ja normalerweise in Deutschland keinen Zucker am Fleisch, außer vielleicht Honig. Selten aber ja. Ja. Hau rein! Glaubst du also, wenn du die ganzen Zutaten in Deutschland hast, könntest du das jetzt auch für Mama machen? Nee, Mama isst ja kein. Könntest du das, wenn du alle Zutaten hättest, könntest du dieses Gericht jetzt für Familie und Freunde machen? Wahrscheinlich ja. Dann versuch das doch mal. Ja, da musst du mir aber ein Rezept mitgeben. Gebe ich dir mit. Jetzt nicht. Great success. Indeed. Ist ein bisschen
Ein bisschen salziger als koreanisches Originales. Das liegt daran, dass ich gerne salzig esse wahrscheinlich und ein bisschen zu viel salzige Sachen ran gemacht habe. Aber ich bin überrascht für den ersten Versuch, wie gut es geklappt hat. Wir werden jetzt mal weiter essen und sehen euch im nächsten Video. Peace!